Hallo zusammen. Wir haben heute spannende News rund um den Winterresort Simulator für euch und mit dabei ist Fabian. Hallo Max, genau. Viele spannende Sachen, mehrere Themen, die wir heute hier ansprechen wollen. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern das erste Ding steht fast vor der Tür. Modding-Contest, Max. Neuer Modding-Contest. Der letzte Modding-Contest war ja auch schon mal extrem erfolgreich, extrem spannend. Ich glaube, wir hatten beide selbst noch nie so viel Spaß mit einem Modding-Contest. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall. In den letzten Jahren hatten wir ja jedes Mal mehr als 60 Einreichungen. Natürlich sehr viele Maps, aber auch richtig, richtig coole Seilbahnen und Fahrzeuge waren da dabei. Wahnsinnige Funktionen, die uns Ja. selber komplett überrascht haben und war wirklich ein großartiges Event jedes Jahr. Und deswegen freuen wir uns dieses Jahr den coolsten und aufregendsten Modding-Contest aller Zeiten für den Winterresort Simulator 2 abzuhalten. Genau, wie ein Jahr ist rum, der nächste Modding-Contest kommt und ist diesmal ja ein bisschen was anders. Gar nicht so sehr für die Leute erstmal zum Teilnehmen, sondern vor allem der coolste, sagtest du schon, und der fetteste, die Preise sind dieses Jahr anders. Wir hatten ja immer das Problem, oft haben Teams mitgemacht und dann gibt es eine Grafikkarte. Was soll ein Team mit einer Grafikkarte? Kriegt jeder eine Scheibe? Eine Woche kriegst du die, danach krieg ich die. Diesmal ist ja alles anders, wenn es um die Preise geht, Max. Genau richtig, weil wir haben für euch dieses Jahr nicht nur Sachpreise, sondern auch exklusive Experiences. Das heißt Dinge, die ihr normalerweise so gar nicht erleben könnt, sondern die wir euch dann organisieren für den jeweiligen Platz beim Modding Contest. Es wird also richtig, richtig spannend werden. Was die Preise genau sind, können wir euch heute noch nicht verraten, Genau, aber genau, das wird da sind wir schon doch bald still. soweit sein. Ja, sonst, der Ablauf wird ja sehr ähnlich sein wie die letzten Jahre. Es wird einen Start geben, es wird dann ja die Einreichungsphase geben, verschiedene Kategorien, die würde ich sagen, können wir gleich noch mal kurz vorstellen. Und dann kann man als Team einreichen, als Einzelperson einreichen. Das Ganze läuft wie letztes Jahr ab, hochladen und dabei sein. Aber die Kategorien, Max, wie sehen die denn dieses Jahr aus? Also es gibt natürlich wieder die 3 Klassiker-Kategorien. Das wären zum einen die Maps, die Seilbahnen und die Fahrzeuge. Also daran ändert sich erstmal nichts. Und zusätzlich könnt ihr natürlich auch alle Mods einreichen, die nicht in eine der Kategorien passt. Und das werden wir dann organisieren, wie das genau zugeordnet wird. Das hat auch in den letzten Jahren recht gut geklappt. Und je nachdem, wo wir dann auch Schwerpunkte sehen beim Modding Contest, könnte es vielleicht auch den einen oder anderen Sonderpreis kriegen, wo dann noch die coolsten Mods eben außerhalb dieser 3 klassischen Kategorien prämiert werden. Genau, diesmal steht ja auch so ein bisschen was anderes im Vordergrund. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was sind denn unsere Impulse, die wir euch mitgeben wollen, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben letztes Jahr was eingereicht, oder ihr seid ein neues Team oder eine neue Person, die sagt, ich will dabei sein beim Modding Contest, ich will einen der doch ganz coolen Preise, wie du eben sagtest, abräumen. Da wir so ein paar Schwerpunkte, ein paar Säulen gesetzt, die wir einfach sagten, hey, lass uns den Modding Contest mal auf diese Stützen stellen, Max. Genau, richtig. Also zuallererst möchte ich mal dazu sagen, es können sowohl Teams als auch Einzelpersonen teilnehmen. Das haben wir schon gesagt und das wird auch in der Bewertung der Mods entsprechend berücksichtigt. Also alle da draußen, die einzeln an Mods arbeiten, auch ihr habt eine sehr gute Chance, bei diesem Modding Contest etwas abzuräumen. Was ist cool an den Mods? Welche Mods werden wir also prämieren? Natürlich als allererstes mal die, die einen Fun-Faktor bringen, wo neue Ideen drin sind, 'n Mehrwert fürs Spiel, einfach Spielspaß, wenn man mit diesen Mods spielt. Natürlich kann das auch ein weiterentwickelter oder abgewandelter Mod sein. Vielleicht etwas, was jemand anderer erstellt hat oder etwas, was beim vorherigen Contest schon mal eingereicht wurde. Dann zählt natürlich die Leistung desjenigen, der den Mod einreicht. Also das heißt auch Weiterentwicklung eben kein Problem. Wir bewerten einfach immer genau das, was ihr persönlich in diesen Mod reingesteckt habt. Genau. Vielleicht, Max, macht ja jemand mir den Verstecken-Mod, sodass wir endlich Verstecken im Winter-Resort-Simulator im Multiplayer spielen können. Das wäre natürlich schon der absolute Gewinner für mich, so ungefähr. Nein, aber Verstecken ist ja ein Spiel, wo einige Sachen nicht so cool sind und genauso ist es auch beim Modding-Contest. Hier gibt es noch ein paar No-Gos, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Das ist vor allem einfach Copy und Paste von jemand anders, den Mod nehmen. Es zählt, wie gesagt,
eben einfach nur die Weiterentwicklung. Es ist nicht schlimm, wenn ihr den als Grundlage verwendet, aber steckt doch dann eigene Energie rein und diese werden wir definitiv auch honorieren. Naja, und es gibt so ein paar Sachen, die wollen wir, glaube ich, im Winter-Resort-Simulator nicht sehen. Ich sag mal, unangemessene Inhalte, das Ganze. Da kann sich jeder was vorstellen. Solltet ihr da einfach Fragen haben, könnt ihr natürlich aber auch im Discord auf uns zugehen. Ist das was noch okay ist? Ist das was nicht passt? Es sollte weiterhin kinderfreundlich bleiben, würde ich sagen. Und ja, Gewalt nicht im Winter-Resort-Simulator. Sonst ist alles erlaubt, sonst sind wir vor allem auf eure Einsendung gespannt. Und wie bewerten wir denn das Ganze, Max? Also wie in den letzten Jahren gibt es natürlich wieder eine Jury, die sich um den Großteil der Bewertung kümmert. Wie schon gesagt, die Jury bewertet das, was ihr selber erstellt habt. Kriterien dafür ist eben, wie lustig ist das? Ist da ein Fun-Faktor, neue Ideen, Mehrwert? Wir bewerten grundsätzlich zwar auch, ob ein Multiplayer da ist, aber das ist nur ein cooler Bonus, also das ist kein K.O.-Kriterium. Und die Bewertung läuft eben gesammelt ab nach dem Einsendeschluss. Das heißt, wir schauen nicht auf alle Mods zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie einsendet, sondern wir schauen dann immer die aktuellste Version zum Zeitpunkt der Bewertung an. Ganz genau. Jetzt bleiben letztendlich die Fragen, wie mache ich denn mit? Vielleicht habt ihr im letzten Jahr schon mitgemacht, dann ist das für euch kein Problem. Da hat sich nicht viel geändert, aber für Leute, die erste Mal was machen, für die sind hier die Informationen. Es zählen natürlich nur Mods, die in der Einreichungszeit in den Workshop hochgeladen wurden. Wenn ihr jetzt früher was hochgeladen habt, mindestens ein kleines Update machen, sodass der Mod in dem Zeitraum eine Aktualisierung bekommen hatte. Natürlich sollte der Mod dann auch dementsprechend im Workshop ausgestattet sein. Es sollte ein cooles Bild, zumindest vielleicht Screenshots da sein, eine Beschreibung, ein passender Name. Da zählt einfach der Gesamteindruck eines Modes. Nicht nur in-game, sondern auch im Workshop. Ja, Max, bis wann haben denn die Leute Zeit, letztendlich das Ganze einzureichen? Also es sind jetzt noch mehr als 2 Monate bis zur Deadline oder knapp 2 Monate bis zur Deadline. Das wird der 24. April 2022 sein, also Sonntagabend. Das ist kurz nach Ostern und zwar um 23:59 Uhr, wie man es kennt. Also das heißt, ihr habt auch dieses eine Wochenende dann noch Zeit. Und die Ergebnisse werden wir dann recht zeitnah danach verkünden. Da werden wir wie in den letzten Jahren wieder einen kurzen Livestream dazu abhalten. Das wird dann etwa 2 Wochen später stattfinden. Den genauen Termin dazu geben wir euch dann noch bekannt. Und Genau. an der Stelle sei auch mal gesagt, alle diese Regeln, die wir jetzt schon mal durchgegangen sind, die findet ihr dann natürlich auch noch im Nachgang dieses Videos schriftlich auf dem Discord-Server. Und natürlich werden wir die ganzen Gewinnspiele und die ganzen Preise vom Gewinnspiel vom Modding Contest natürlich auch noch bekannt geben in der kommenden Zeit. Also da auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke, ihr solltet da aber nicht drauf warten, mit dem Anfang euren Mod zu erstellen, denn die werden euch überzeugen. Da bin ich mir sicher. Den einen oder anderen Preis würde ich ganz gerne mitmachen. Ich stelle mich da auch bereit, dann gehöre ich zu eurem Modding-Team und komme gerne mit, würde ich vorsichtig sagen. Aber Max, Modding, das ist eine Sache. Aber lange war es ja jetzt still um den Winter-Resort-Simulator. Wart ihr im Winterschlaf? Was war da los? Oder hast du da jetzt noch was im Ärmel, was du gleich uns hier zeigen möchtest? Also geschlafen haben wir nicht. Wir waren natürlich fleißig am Werkeln und wir haben auch für den Winter-Resort-Simulator schon die ganze Zeit an neuem Content gearbeitet. Wir hören ja immer sehr aktiv auf die Community, also auf euch, ihr Lieben, die gerade einschalten und zuhören. Und die häufigsten Wünsche, die so in den letzten Monaten gefallen sind, ist neuer Content, neue Seilbahnen, Abwechslung, natürlich auch die eine oder andere Verbesserung am Spiel. Und wir nehmen uns dieses Feedback zu Herzen. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir das öffentlich ankündigen. Es wird ein neues DLC geben mit neuen Inhalten und noch mehr Spielspaß und Abwechslung. Und das wird nicht nur irgendein DLC sein, sondern das wird das größte Update und der meiste neue Content seit dem Release des Winter Resort Simulator 2 sein. Und ich glaube auch, das, was die meisten Leute sich gewünscht haben, Max. So oft habe ich diese Nachricht schon gesehen. Wann kommt denn endlich eine? Wann kommt denn endlich die? Und naja, ich weiß nicht, wollen wir es direkt jetzt mal zeigen, was denn da so kommt? Das machen wir. Film ab. Was wir für euch nächsten Winter bereit haben, das ist eine Mittelstation. Und wer genau hinschaut, der kann vielleicht auch schon erkennen, welche neue Kabine wir da für euch bereit haben.
Ja, es ist, wie du sagtest, wie ich eben schon sagte, ich glaube, das Feature, was die meisten sich gewünscht haben, Mittelstation, endlich die Seilbahn auch jetzt vom Tal über eine Mittelstation hoch auf den Berg zu bauen. Das ist einfach was extrem viele sich gewünscht haben. Und ich glaube, ihr habt da wirklich eine ganz tolle Bahn und auch eine ganz tolle, ja, ganze Szenerie drum gebaut. Und das wird natürlich sich super ins Spiel einfügen lassen. Definitiv, denn wer uns kennt, der weiß, wir machen keine halben Sachen, insbesondere nicht, wenn es um Seilbahnen geht. Und deswegen können wir auch schon sagen, dass die Mittelstation für deine eigene Map sehr viel zu bieten haben wird. Denn je nachdem, wo du die Mittelstation verbauen willst, kannst du den Knickwinkel stufenlos an deine Wünsche anpassen. Also die Bahn passt auf jeden Fall perfekt auf deine Map. Wir haben dann einen ziemlich großen Bereich an möglichen Knickwinkeln. Und wie schon gesagt, es geht jeder Winkel dazwischen. Das heißt, es gibt nicht mal Rasterstufen, sondern es passt einfach perfekt. Und damit wir das so umsetzen konnten, haben wir uns zusammengeschlossen mit den aktivsten Moddern aus der Community. Und so wird der Content richtig, richtig cool für euch werden. Genau. Ja, Max, was gibt es denn noch so zur Mittelstation zu sagen? Wie sieht es denn aus? Was sind die Besonderheiten vor allem daran? Also neben dem Knickwinkel ist die größte Besonderheit, wir definieren den Maßstab des WRS neu. Es wird die detaillierteste Seilbahn aller Zeiten. Wir haben ja im Season 2 Content Pack schon mal noch eins draufgesetzt gegenüber den ohnehin schon detaillierten Seilbahnen des Winterresort Simulators. Und dieses Mal haben wir dann nochmal was draufgelegt. Neben dem Antrieb, der detaillierter ist als je zuvor, gibt es jetzt auch Reibrollen. Es gibt den Notantriebsaggregat in der Station. Und man wird es einfach erkennen. Natürlich, das Ganze ist noch in Arbeit, also das heißt, es werden auch zu den Videos, die ihr gerade seht, noch Neuerungen dazukommen. Es werden noch neue Funktionen in die Mittelstation hineinkommen und da freuen wir uns auch schon riesig drauf, euch die dann zu späterem Zeitpunkt zu zeigen. Du sagst, noch mehr Steuerung, noch mehr, ich komme schon hier ins Schwitzen. Ihr alle wisst, wie ich geschwitzt habe, meine erste Seilbahn hier anzulassen. Und ich glaube, das wird jetzt noch viel komplizierter. Und der Max, der muss mir das auf jeden Fall das ein oder andere Mal noch zeigen, wie ich jetzt dann ordentlich das Ganze beschicke, sodass die Seilbahn auch wirklich immer oben ankommt und nicht nachher in der Mittelstation hängen bleibt oder sonst was. Da bin ich wirklich extrem gespannt. Aber Max, das ist ja nicht nur für den Nutzer was Tolles, sondern auch für den Modder. Denn wie schaut es denn mit dem Modding aus und der Mittelstation? Genau, das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Wir haben bemerkt, dass sehr viele Modding-Teams schon versucht haben, auf verschiedene Arten und Weisen das Thema Mittelstation anzugehen. Und mit unserem Mittelstationsprojekt werden wir das Ganze völlig neu aufmischen. Der WRS wird damit so viele Mittelstationen unterstützen, wie ihr das nur wollt. 2 Mittelstationen, 3 Mittelstationen, alles kein Problem. Und mit der Modding-Unterstützung der Mittelstationen könnt ihr auch jeden erdenklichen Knickwinkel automatisch abdecken. Und dazu müsst ihr die Seilbahn auch gar nicht in 3 verschiedenen Knickwinkeln bauen, sondern das passt einfach. Und damit diese Schnittstelle für die Modder auch wirklich so gut ist, wie wir das jetzt sagen, werden wir allen interessierten Modding-Teams schon vor dem Release der Mittelstation die Möglichkeit geben, das Ganze ausgiebig zu testen und ihre Mittelstation darauf aufzubauen. Das heißt, sehr, sehr gute Nachrichten für alle, die schon mal überlegt haben, das Thema Mittelstation im Modding aufzugreifen. Da wird es auf jeden Fall genug Möglichkeiten geben, das so umzusetzen, dass es jeder schafft. Genau, du sagtest, das Ganze kommt noch dieses Jahr, also die Leute dürfen definitiv gespannt bleiben. Das wird, denke ich, wie du sagtest, ein super, super dicker DLC. Und da wird so einiges neu an Maps sicherlich kommen und die Leute haben einfach die Möglichkeit, dann auch ihre Map letztendlich mit Mittelstation zu erweitern, neue Maps zu machen und. Ich freue mich schon extrem drauf, einfach, wie das Ganze dann in den Winter-Resort-Simulator sich integrieren wird und wie einfach, was da an neuen Mods und an neuen Ideen kommen wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass er ermöglicht ganz neue Horizonte einfach für die Gestaltung von Karten im Winter-Resort-Simulator. Definitiv. Wir sind schon wahnsinnig gespannt, wo denn die Mittelstation alles so zu finden sein wird. Wo sie in dem DLC zu finden sein wird, das können wir euch heute noch nicht verraten. Aber es bleibt gespannt, also bleibt dran. Wir arbeiten natürlich noch an weiteren großen Neuigkeiten für den Winterresort Simulator. Und genau deshalb, es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr für den Winterresort. Und wir freuen uns, das gemeinsam mit euch durchzumachen.
Genau, viele, viele Neuigkeiten werden einfach noch weiterkommen. Der Max und ich werden uns vielleicht dieses Jahr öfters mal zusammensetzen und euch da einfach auf den Laufenden halten, wie es um den Winter Resort Simulator steht, was es an Neuerungen gibt und dann auch auf euer Feedback vielleicht mal ein bisschen mehr eingehen. Deswegen lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr so denkt zur Mittelstation, aber auch zum Modding-Contest. Vielleicht wollt ihr auch schon die eine oder andere Idee so ein bisschen anteasern, in welche Richtung euer Mod gehen wird. Lasst uns das natürlich auch sonst auf dem Discord wissen. Da ist nämlich die beste Schnittstelle einfach, um mit uns und auch dem Rest des Teams und der ganzen Community in Kontakt zu treten. Den Link, den packen wir euch sicherlich auch unten unter das Video, solltet ihr noch nicht Mitglied sein. Ja, Max, ich würde sagen, das waren schon zwei richtig, richtig coole Sachen. Modding-Contest, wo sicherlich auch viele User nachher darauf freuen können, denn der beste Content kommt eigentlich meistens von der Community und vor allem der Content auf die Ideen, wo wir nicht mal gekommen wären, wenn ich so zurückdenke, bis hin zum Helikopter so ungefähr. Und letztendlich der DLC mit der Mittelstation, wo noch vieles, vieles bekannt gegeben wird bis zum Ende dieses Jahres. Ich würde sagen, ich bedanke mich bedanke mich bei dir für deine Zeit, bedanke mich bei eins fürs Zusehen und überlasse dir die letzten Worte. Danke, Fabian, auch danke, dass du dabei warst. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Es wird spannend. Ciao. Ciao, ciao.